Harald und ich sind jetzt eine Woche unterwegs, es ist Sonntag. Wir sind am Sonntag in der Nähe von Athen aufgebrochen, in der Bucht Valkiza. Wir sind auf dieser Strecke jetzt ca. 80% Motorrad, 20% konnten wir segeln, aber es war einfach eine Woche, wo uns Windstärke 3 bereits zum Jubeln veranlasste. Also es war meistens kein Wind oder wenn, dann nur sehr schwach. Immerhin konnten wir unseren Blister ausprobieren und wir sind hier jetzt bereits auf der Insel Kastos mitten im Ionischen Meer. Auf dieser Strecke haben wir hauptsächlich bereits bekannte Orte aus den früheren Videos ausgesucht, darum werde ich gar nicht näher darauf eingehen. Wer etwas über Naupactus, Trizonia, Galaxidi, Itea, Ormos Anemocampus, den Alkyonides, der Seepferdchenbucht oder der Passage von Korinth wissen will, der soll sich meine früheren Videos anschauen. Dort wurde bereits ausführlich darüber berichtet. Wir sind heute um 6 Uhr morgens aufgestanden, um die windstille Zeit am Vormittag auszunutzen, damit wir zumindest Mesolongi erreichen. Und als Draufgabe wäre auch der Ankerplatz hinter der Insel Ochia erreichbar, sofern der Westwind erst am frühen Nachmittag einsetzt. Wir haben bis Mesolongi jetzt ungefähr 25 Meilen vor uns, da müssten wir also bereits um 11 Uhr Vormittag dort sein. Da werden wir dann schauen, wie es weitergeht. Squib liegt hier in einer der zahlreichen Buchten, die es auf der Ostseite der Insel Kastos gibt. Wir sind gestern von unserem Ankerplatz bei der Insel Ochia bis hierher gefahren. Ich muss sagen, gesegelt sind wir nur 3 Meilen. Da war noch der morgendliche Nordostwind wirksam, der ist aber dann eingeschlafen und den Rest der Strecke mussten wir leider wieder mal motoren. Es war aber kein Wind aus irgendeiner Richtung. Heute hoffen wir, dass am Nachmittag wieder Westwind aufkommt und wir werden versuchen, nach Vati in Ithaka zu segeln. Das machen wir allerdings nur, wenn wir wirklich segeln können.
Aber es ist genug Platz. Na du, kein Problem. Squib im Hafen von Kalamos. Wir haben gestern unsere Pläne nach Vati auf Ithaka zu segeln aufgegeben. Der Wind kam fast von vorne mit über 20 Knoten. Das wäre nicht so angenehm gewesen. Deswegen haben wir umgedreht, sind die Ostseite der Insel Kastos raufgesegelt und haben dann die eine Meile nach Kalamos zur nächsten Insel auch unter Segel zurückgelegt. Insgesamt war gestern die Strecke nicht sehr lange, aber wir sind 8 Meilen gesegelt und mussten nicht motoren. Zwischen all den Plastikbooten verbirgt sich hier ein Gaffelschoner aus Holz. Wir sind in dieser Bucht gestern Abend angekommen. Diese Bucht liegt circa auf halbem Weg zwischen der Südeinfahrt zum Lefkas-Kanal und den Hafen Poalairos an der Festlandseite der Inner Sea. Wir sind hier eigentlich ganz an der Nordküste der Inner Sea. Auf dieser Seite sehen wir die Insel Lefkas und den Ort Nidri am Fuß der Berge. Südlich der Bucht liegt die Insel Meganisi, die wir hier am Horizont erkennen können. Skorpios, Maduri und noch einige andere kleine Inseln. Der Wind hat vor circa einer Viertelstunde begonnen aufzufrischen. Wir werden jetzt das Boot vorbereiten, das Großsegel setzen und dann hoffentlich bis Meganisi, Porto Spilia segeln. Wir zischen da gerade mit 5 bis 6 Knoten zu unserem Tagesziel Meganisi, Porto Spilia. Ankunftszeit? Stunde? Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde. 4,5 Seemeilen. Ja. Hier fast der zweite. Ja, der ist aber auch 15 Meter lang. Ja, eh. Aber sehr viel schneller ist er nicht. So. Nein, hat nur die Genua draußen. Ja. Wir sind gestern Nachmittag in Porto Spilia angekommen und haben dann am Abend diesen letzten Liegeplatz am Quai bekommen, nachdem wir am Nachmittag heftig an einer Boje auf und ab geritten sind. Ich wollte eigentlich den Hafen schon verlassen, da hat uns dann der Tavernenbesitzer diesen Platz angeboten,
nachdem ein Motorboot rausgefahren ist. Ich weiß auch warum, nämlich unter dem Steuerbordkiel von Squib sind höchstens 20-30 cm, aber die Nacht war dann hier sehr ruhig. Das ist der Sunsail-Steg. Dieser Steg hat gestern ungefähr 3/4 Meter hohe Wellen geschlagen, als 20 Knoten Wind direkt in die Bucht hineingestanden sind. Der Ort Spatochori liegt etwas oberhalb von Porto Spiglia. Man kann sowohl über eine lange Treppe als auch über die Straße mit 3 Kehren den Ort erreichen. Die Ionischen Inseln sind sehr wasserreich. Auch jetzt, Anfang September, gibt es noch einige Quellen, die Wasser führen. Von hier oben hat man auch einen guten Überblick über den kleinen Hafen von Porto Spiglia mit der dazugehörigen Taverne, wo wir gestern Abend sehr gut gegessen haben. Wenn man den Ort Spatochori erreicht hat, ist die Aussicht über das Binnenmeer zwischen dem Festland der Insel Lefkada mit seinen eingestreuten Inseln fantastisch. Wir sind ja hier auf der südlich gelegenen Insel Meganisi. Hier drüben liegt die Insel Skorpios, die früher der Familie Onassis gehört hat oder noch immer gehört, sich jetzt aber in den Händen eines russischen Oligarchen befindet. Nummerntafeln sind Formsache. Man sollte nicht allzu viel von ihnen erkennen. Es geht aber auch ganz ohne Tafel. Die letzte halbe Segelmeile. Wir rauschen gerade mit 5,7 Knoten am Stadtquai von Preveza vorbei. Noch ein paar hundert Meter, dann bergen wir für heuer die Segel das letzte Mal. Es ist der 4. September. Leider ist unsere Reise heuer durch Griechenland bereits zu Ende. Squib ist schon im Slip, wo wir zeitig in der Früh von Preveza hierher gefahren sind, und wird jetzt gleich wieder aus dem Wasser gehoben. Das war die letzte Folge der Reihe Segeln rund um den Peloponnes. Schon bald geht es auf diesem Kanal weiter mit der Reihe Ein Segelschiff auf Abwägen. Darin nehmen wir euch auf unsere heurige Reise, die uns von Griechenland bis nach Wien geführt hat, mit.